Hallo und herzlich willkommen bei GenTV. Heute informieren wir Sie über eine aktuelle Entwicklung, die viele Nutzerinnen und Nutzer betrifft. Meta plant, seine Key auch in Europa mit öffentlichen Daten zu trainieren. Noch haben Facebook- und Instagram-User die Möglichkeit, diesem Vorhaben zu widersprechen. Doch die Zeit wird knapp. Sehr knapp. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute reden wir über eine ziemlich spannende Sache. Die aktuelle E-Mail von Meta, die viele Nutzer verunsichert. Ja, genau. Die Nachricht fordert uns auf, entweder den neuen Nutzungsbedingungen zuzustimmen oder ein kostenpflichtiges Abo abzuschließen. Manche dachten zuerst, es wäre Spam oder Phishing. Aber nein, die Mail ist echt und hat große Auswirkungen. Richtig. Vor allem geht es um die neuen Datenschutzrichtlinien in der EU und wie Meta darauf reagiert. Mich hat überrascht, wie direkt Meta das formuliert hat. Entweder du zahlst oder du gibst deine Daten frei. Genau, und das sorgt natürlich für eine Menge Diskussionen. Viele fragen sich, was passiert, wenn ich nichts mache? Tja, im Prinzip heißt das, wenn du nicht zustimmst oder kein Abo abschließt, verlierst du den Zugang zu Facebook und Instagram. Das ist schon eine ziemliche Ansage. Und irgendwie auch ein bisschen Erpressung, oder? Ein bisschen ja, aber rechtlich ist das durch die neuen Regelungen wie den Digital Markets Act der EU gedeckt. Trotzdem bleibt das Bauchgefühl, dass die Nutzer unter Druck gesetzt werden. Hast du schon eine Entscheidung getroffen? Ehrlich gesagt, ich bin noch unentschlossen. Ich nutze Facebook kaum noch, aber Instagram wäre schwer zu ersetzen. Geht mir ähnlich. Besonders wenn man beruflich dort präsent sein muss, fühlt es sich wie ein Zwang an. Was hältst du von der Option, einfach das Abo zu zahlen? Also 9,99 € im Monat nur dafür, dass meine Daten nicht verwertet werden? Schon heftig. Ja, vor allem weil man denkt, Moment, war das nicht vorher kostenlos? Jetzt muss ich zahlen, um meine Privatsphäre zu schützen? Genau, das ist das Verrückte daran. Früher hieß es, wenn etwas kostenlos ist, bist du das Produkt. Jetzt musst du zahlen, um kein Produkt zu sein. Ich habe auch gelesen, dass Meta eigentlich gehofft hat, viele Leute würden einfach zustimmen. Klar, weniger Verwaltungsaufwand. Wenn alle zustimmen, können sie weiterhin Daten sammeln und personalisierte Werbung schalten. Und damit natürlich Milliarden verdienen. Ein bisschen wie Pay or Okay. Oder bezahlen oder tracken lassen. Wirklich eine elegante Wahl hat man da nicht. Denkst du, viele werden das Abo abschließen? Ehrlich? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die meisten klicken auf Zustimmen, ohne groß nachzudenken. Wahrscheinlich. Es ist halt bequem. Und wir sind es gewohnt, kostenlose Dienste einfach so zu nutzen. Aber vielleicht bringt diese Situation ja auch ein Umdenken in Gang, weg von Facebook und Instagram? Vielleicht. Aber Alternativen gibt's halt nicht so viele. Zumindest keine, die wirklich massentauglich sind. Stimmt. Und wenn doch, dann haben sie oft auch ihre eigenen Datenschutzprobleme. Ein echter Teufelskreis. Kaum ein Entkommen aus den Datenkraken. Es ist irgendwie traurig, dass es normal geworden ist, seine Privatsphäre zu verkaufen. Und jetzt wird uns noch eine Preisliste dafür präsentiert. Schon fast zynisch, oder? Absolut. Und trotzdem werden die meisten wohl mitspielen, weil der soziale Druck so hoch ist. Ja, wer will schon ausgeschlossen werden? Besonders bei Plattformen, die so viele soziale Kontakte bündeln. Denkst du, Meta wird langfristig profitieren von diesem Modell? Schwer zu sagen. Kurzfristig vielleicht, langfristig könnte es viele verärgern und Alternativen pushen. Besonders wenn Regulierungsbehörden noch stärker eingreifen. Das könnte richtig spannend werden. Total. Vielleicht entstehen ja ganz neue Plattformen, die Datenschutz ernster nehmen. Oder alte Plattformen passen sich an. Schließlich wollen sie ihre Nutzer nicht verlieren. Hast du eigentlich mal ernsthaft überlegt, Facebook oder Instagram zu löschen? Ja, tatsächlich. Aber dann denke ich an die ganzen Erinnerungen, Fotos, Nachrichten. Es ist nicht so einfach. Ich weiß genau, was du meinst. Es fühlt sich fast an, als müsste man einen Teil seines Lebens löschen. Genau. Und vielleicht spekuliert Meta genau darauf, dass wir einfach zu bequem sind, um zu gehen. Oder zu sehr emotional gebunden. Diese Plattformen sind ja längst mehr als nur Apps. Sie sind wie virtuelle Tagebücher, Kommunikationskanäle, Newsfeeds in einem. Und genau deshalb können sie sich solche Moves leisten.
Aber irgendwann könnte das Fass überlaufen. Vertrauen ist schwer aufzubauen, aber schnell verspielt. Total. Und wenn die Nutzer merken, dass ihre Rechte zu wenig zählen, könnte das gefährlich werden. Ich bin gespannt, wie die breite Masse darauf reagieren wird. Abwanderung oder Akzeptanz? Vielleicht eine Mischung aus beidem. Einige zahlen, einige akzeptieren die Werbung, einige löschen ihre Accounts. Ja, jeder wird für sich entscheiden müssen, was ihm wichtiger ist, Datenschutz oder Bequemlichkeit. Und diese Entscheidung wird uns wohl in Zukunft immer häufiger begegnen. Leider ja. Datenschutz ist kein Selbstläufer mehr, sondern eine bewusste Entscheidung. Und manchmal eben auch eine, die Geld kostet. Wer hätte gedacht, dass Privatsphäre irgendwann ein Luxusgut wird? Irgendwie schon eine ziemlich traurige Entwicklung. Aber vielleicht auch eine Chance. Eine Chance, bewusster mit unseren Daten umzugehen. Absolut. Vielleicht lernen wir endlich, dass unsere Daten etwas wert sind. Und dass es okay ist, kritisch zu sein und nicht alles einfach hinzunehmen. Ich hoffe es. Und ich hoffe auch, dass sich langfristig bessere Modelle etablieren. Vielleicht brauchen wir mehr Initiativen, die auf Open Source und Datenschutz setzen. Und weniger Plattformen, die Nutzer nur als Rohstoff betrachten. Eine schöne Utopie. Aber immerhin, jede kleine Entscheidung zählt. Genau. Und manchmal fängt Veränderung eben mit einer unbequemen E-Mail an. Sehr wahr. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch und informiert.